Servus und grüß euch zu einer weiteren Folge Humaldo TV. Heute haben wir die 11. Folge, die kommt gewissermaßen nach der 10. Folge. Und in der 10. Folge habe ich ja schon zelebriert, dass es die 10. Folge ist. Und in der 11. Folge jetzt zelebriere ich, was die 10 Folgen davor passiert ist. Ja, also quasi eine kleine Retrospektive. Dann werde ich ein bisschen darüber reden, was ich ab sofort mit Humaldo TV so vorhabe. Und dann zum Schluss möchte ich nur über den Majora's Mask Fanfilm reden, der vor kurzem rausgekommen ist. Dann starten wir einfach einmal mit der Retrospektive. Die erste Folge, damals noch ohne Konzept, habe ich am 18. Oktober 2016 gestartet. Wenn man sich diese Folge anschaut, die ist wirklich noch völlig ohne Konzept. Da habe ich einfach die Kamera gestartet, habe einfach 12 Minuten, fast 13 Minuten lang drauf losgeredet und geschaut, was rauskommt, habe ein bisschen im Internet gesurft und Kommentare auf Facebook beantwortet. Live vor Kamera einen Namen gesucht, was mir nicht gelungen ist. In Folge 2 habe ich mich dann auf einen Namen geeinigt, dann live vor Kamera quasi die Facebook-Page aufgesetzt und mich auf Humaldo TV geeinigt. Das war auch noch recht spontan und konzeptlos, aber ich habe zumindest schon Jump Cuts verwendet, das heißt, ich habe die ganze Folge schon ein bisschen geschnitten, sodass es kürzer ist. Am nächsten Tag, am 19. Oktober, habe ich das gemacht, diese Folge. Und Episode 3 habe ich dann am Tag darauf gemacht, das heißt, die ersten 3 Folgen sind quasi direkt täglich gekommen. Da war ich live dabei, wie Nintendo Switch, die neue Konsole von Nintendo, quasi revealed worden ist. Da habe ich mir diesen Reveal-Trailer angeschaut, während er gerade passiert ist. Da habe ich noch ganz ein grausliches Design gehabt, der Comic Sans mit toller neonfarbener Schrift. Das war die Folge 3, die war ganz witzig, weil sie eben live, also weil ich da quasi live reagiert habe auf ein Geschehen in der wirklichen Welt. Folge 4 war dann eine ziemlich aufwendige Produktion. Da war ich nämlich mit der Rockband Ecliptica war ich auf Tour und habe quasi ein Tourwochenende mitgefilmt. Es ist quasi also meine erste kleine Dokumentation gewesen. Dauert fast 24 Minuten, aber war natürlich auch recht aufwendig. Ein ganzes Wochenende mit auf Live-Tour. In Folge 5 habe ich dann mein finales Design quasi präsentiert. Mein Humaldo TV Design, das der Peter Siedl für mich gebastelt hat. Folge 6 war dann Bundespräsidenten-Wahlkarten-Unboxing, weil wir haben ja jetzt diesen Sonntag in 3 Tagen Bundespräsidentenwahl. Wieder mal in Österreich. Und da habe ich diese Wahlkarte beantragt und vor laufender Kamera unboxed. An dem gleichen Tag war die US-Wahl, da sind diese US-Wahlentscheidungen gefallen, auch mehr oder weniger vor laufender Kamera. Folge 7 war dann wieder eine kleine Dokumentation. Da bin ich zu einem guten Freund von mir ans Burg Mistelbach gefahren und habe dort beim Tag der offenen Tür als Videoschneider ausgeholfen. Folge 8 war dann Iron Maiden der X-Factor komplett Begutachtung. Da habe ich mir die komplette X-Factor von Iron Maiden komplett durch angehört vor laufender Kamera und habe einen Audiokommentar dazu verfasst. So hat das ungefähr ausgeschaut. Da kann man mir quasi 70 Minuten lang dabei zuschauen, wie ich mich darüber gefreut, dass mir die CD so gut gefällt. Und dann sind wir schon bei Folge 9 angekommen. Die war auch wieder aufwendiger. Da war ich auf der Vienna Comic Con und habe dort live Bericht erstattet und bin danach sogar noch auf ein Rockkonzert in die Steiermark gefahren und habe dort auch live berichtet vom Rocken und habe das Ganze auch auf knapp 12 Minuten 25 gebracht. Und zu guter Letzt, vor ein paar Tagen, habe ich dann die 10. Folge oder die 10.000. Folge Humaldo TV herausgebracht. Zum ersten Mal mit einem kleinen Special-Effekt. Das Ergebnis ist zwar witzig, aber technisch ziemlich stümperhaft, aber ja, für diesen Zweck war es ganz okay. Ja, und somit sind wir schon bei Folge 10 angelangt. So nach knapp 6 Wochen, 6, 7 Wochen mache ich das Ganze jetzt. Und es war leider alles sehr unregelmäßig bis jetzt. Das heißt, ich habe da mal eine Folge am Sonntag veröffentlicht, dann wieder eine Folge am Samstag in der Früh, dann eine Folge am Dienstag. Jetzt haben wir gedacht, das kann ab sofort nicht so weitergehen. Und ab Folge 11, also ab dieser Folge jetzt, werde ich versuchen, dass ich eine Regelmäßigkeit reinkriege. Nämlich, mein Plan ist jetzt, dass ich jeden Donnerstag eine Folge veröffentliche. Ich hoffe, dass das so hinhaut. Ich habe mir da so einen kleinen Workflow ausgedacht, dass ich das schon gemütlich produziere. Deswegen ist das heute ja quasi so ein bisschen eine Zwischenfolge, sodass ich ab sofort diese Regelmäßigkeit fortführen kann. Was Neues, eine neue Idee von mir ist auch, dass ich vielleicht jeden Sonntag Live Humaldo TV mache
also wirklich eine Live-Schaltung. 1 Stunde lang oder was. Ich habe mir jetzt gedacht, so von 19 Uhr bis 20 Uhr gehe ich einfach live mit Humaldo TV, kann mit mir im Chat kommunizieren und da kann ich dann irgendwelche lustigen Sachen machen. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Folgen dann irgendwie online stelle oder ob die dann einfach wieder weg sind. Also quasi live und dann nachher wieder verschwunden. Den ersten Test diesen Sonntag werde ich auf YouTube machen. Ich werde schon vorher auf allen meinen Kanälen ankündigen, dass das Ganze dann stattfindet. Das wird man nicht übersehen, wenn man mir folgt. Und wäre cool, wenn ich diese Regelmäßigkeit dann auch in Zukunft beibehalte. Also Donnerstag eine neue Folge und Sonntag eine Live-Schaltung. Das war jetzt einiges an Hausmeisterei, was mich gleich zum nächsten und letzten Thema bringt. Videospiele waren ja bis jetzt ein bisschen ein Minderheitenthema bei mir. Außer der Switch-Folge habe ich mich eigentlich kaum mit Videospielen beschäftigt. Ab sofort, also Staffel 2, jetzt so ab Folge 11, die zweite Staffel Humaldo TV, wenn man so will, werde ich ein bisschen mehr wieder mit Videospielen mich beschäftigen und vielleicht mache ich sogar ein paar Let's Play-Videos. Mein Plan ist, dass es irgendwie Österreich-Bezug hat und Indie-Bezug hat. Aber das ist alles nur offen. Das heißt, es könnte sein, dass so in den nächsten Wochen öfters mal Let's Plays kommen. Da stehen ein paar schöne Sachen herum. Ihr habt es vielleicht schon erraten. Ich bin ja ein großer Zelda-Fan, also diese Videospielserie Zelda von Nintendo. Vor allem Zelda Majora's Mask, das ursprünglich am Nintendo 64 rausgekommen ist, im Jahr 2000. Ich bin ein Riesenfan von dem Teil. Ich habe da zum Beispiel nur die original verpackte Special Edition von Majora's Mask 3D, das am 3DS rausgekommen ist, ich glaube letztes Jahr. Und habe da zum Beispiel diese Zelda Collectors Edition, die für den Gamecube rausgekommen ist. Die ist recht rar gewesen, die haben wir damals glaube ich nur als Clubmitglied irgendwie gekriegt. Und da ist auch unter anderem Majora's Mask oben und natürlich habe ich da auch mein Majora's Mask Faceplate auf dem 3DS oben, auf dem New 3DS. Mein Original Nintendo 64 Modul habe ich leider nicht mehr. Irgendwas hat mich mal damals Mitte der 2000er hat mich irgendwas einmal geritten. Ich habe mein Nintendo 64 und alle Spiele verkauft, deswegen habe ich mit den Originale nicht mehr. Warum ich auf das komme ist, und mit dem möchte ich da jetzt dann abschließen, ist, es ist vor kurzem ein ziemlich geiler Fanfilm veröffentlicht worden, nämlich Majora's Mask Terrible Fate. Es ist ein 5 Minuten langer computeranimierter Film, der von einem Indie-Team aus Kalifornien gemacht worden ist. Also das ist Amber Lab heißen die, das ist ein Animationsstudio, mehr oder weniger, und die haben diesen Fanfilm gemacht. Und der ist einfach wirklich genial geworden. Den kann man wirklich jedem empfehlen, der nur ein bisschen was mit Zelda oder Majora's Mask anfangen kann. Und ich verlinke dann auch noch ein Behind-the-Scenes-Video, das auch kürzlich rausgekommen ist. Warum ich so ein großer Majora's Mask-Fan bin, werde ich in einer anderen Folge behandeln, weil für heute war es das eigentlich schon wieder. So, ich werde jetzt den Trailer abspielen und dann nachher noch kurz was abschließend dazu sagen. Genial. Ja, das war's. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst auf Facebook oder ein Abo auf YouTube, weil, wie ich in meiner letzten Folge schon bekannt gegeben habe, ich kann jedes Like brauchen, um in Zukunft coolere Themen machen zu können. Dann bis Sonntag, wenn wir sie live im Internet sehen, oder dann nächsten Donnerstag bei der nächsten Folge. Dann danke fürs Vorbeischauen und ciao!